Denn wenn du deine Gedanken lenken kannst, dann kannst du auch dein Unternehmen lenken. Vorher nicht. Erst wenn du deine Gedanken lenken kannst, kannst du auch dein Unternehmen lenken. Deswegen ist die Arbeit an sich ja so wichtig. Wenn wir wissen, was wir wollen, wenn wir wissen, warum wir es wollen, weil, ja, was wir wollen, sind die Ziele, warum ist der Sprit für die Maschine, dass wir dann auch wirklich, ja, in Handlung gehen, ja, warum machen wir es denn dann nicht alle, ja? Eigentlich wissen wir doch alle, was jetzt zu tun ist, oder nicht? Aber oft haben wir schlechte Überzeugungen. Ja, jetzt sind wir wieder am Kern der Persönlichkeit. Oft haben wir irgendwelche Interpretationen auf irgendwelche Ereignisse, daraus entsteht ein Gefühl und dieses Gefühl machen oder lassen. Das bedeutet, was kommt ganze Zeit jetzt mal in deinen Kopf rein? Also warum handelst du denn da nicht? Welche Überzeugung gibt es denn da? Mal ehrlich, ja? Wie viele von euch lesen denn täglich Zeitung? Ja, also stehen da nur positive Dinge drin? Also ich habe mir das abgewöhnt, mir irgendwo die Wahrheit diktieren zu lassen. Ja, ist jetzt kein Mainstream-Team, ja, würde ich auch jetzt nicht auf Instagram so sagen, dann wirst du direkt gesperrt. Aber am Ende des Tages, ey, ich glaube den Medien kein einziges Wort teilweise. Also in meinen Augen ist es oft auch irgendwo eine Verschleierung und so weiter und so fort. Und jetzt mal abgesehen davon, stell dir mal vor, du würdest keine einzige negative Nachricht bekommen. Ja, egal was da draußen ist. Konflikt, Krise, Inflation, steigende Zinsen und schieß mich tot. Ja, egal was. Du wüsstest nicht, was gerade da draußen los ist. Und du wüsstest einfach, okay, Zero-Base-Thinking, ich kann hier alles erreichen. Würdest du dann anders handeln? Oh, natürlich. Definitiv. Wir lassen uns alle jeden Tag hier oben beeinflussen. Nonstop. Auch gerade das hier ist ja eine reine Beeinflussung. Ihr hört mir zu. Ja, das ist eine Beeinflussung. Ob positiv, negativ, darüber entscheidet nur ihr. Aber alles, egal was, ist im Leben eine Beeinflussung. Ihr könnt euch gar nicht davor schützen. Gleich beim Mittagessen im Gespräch mit einem anderen Betrieb, ja, ist eine Beeinflussung. Ihr redet miteinander. Beeinflussung meine ich damit, alles füttert irgendwo eure Gedanken. Alles speichert sich ab. Alles wird irgendwo ab Acta gelegt und irgendwann wieder gebraucht. Dann ziehen wir die Schublade hier oben in unseren Gedanken und benutzen das. Ob es gut oder schlecht ist, wissen wir nicht. Aber meine Frage, ja, wenn wir wissen, dass die Medien eigentlich, ne, ich möchte jetzt keinen davon überzeugen, auch keinen bekehren, keine Ahnung, ja, aber wenn wir wissen, dass die negative Medien jeden Tag auf uns niederprasseln, warum tun wir uns das an? Ja? Wir lassen es zu, dass hier oben die ganze Zeit Müll hineinkommt und wundern uns, dass hier kein Gold herauskommt. Ja, wenn du jeden Tag Dschungelcamp guckst, mit deinen Kollegen im Bulli auf dem Weg zur Arbeit über Dschungelcamp redest, in der Bild-Zeitung, ja, Dschungelcamp liest, was kommt dann da raus? Dschungelcamp, das Leben kann ja gar nicht anders, ja? Das Leben kann nicht anders. Deswegen ist ja meine Frage, ja, welche Podcasts hörst du, welche YouTube ziehst du den ganzen Tag rein, was guckst du abends auf Netflix? Ja, guck mal jeden Abend, 6 Wochen lang, vorm Schlafen gegen Game of Thrones. Ja, ne? Also Real Talk, ja, das ist ja dann träumst du anders. Wenn du das jeden Tag guckst, dann tickst du anders. Das ist ja normal. Deswegen, was schaust du jeden Tag rein? Ich gucke das auch gerne, ja. Ja, das ist ja eine coole Sendung, hab alle schon durch. Ja, aber wenn du das jeden Abend vom Schlafen gehen machst, das würde ich nicht machen, bin ich ganz ehrlich. Auch ein Tatort vom Schlafen gehen, ja, ist ja die deutsche Lieblingsbeschäftigung, Sonntag 20:15 Uhr. So, was fütterst du da oben ganze Zeit da rein? Oder wie lässt du dich sonst wo beeinflussen? Wer beeinflusst dich in deinem Umfeld? Social Media, eine Riesenseuche, oder? Social Media, der Vergleich, ach du Scheiße, Bums Unglück. Geh mal auf Social Media und scroll mal durch. Wer kommt da? Matthias Auer, ja gut. Ich komme hoffentlich auch, ja. Hoffentlich. Dann haben wir das richtig gemacht. Aber was kommt da noch? Ja, höre ich auch oft, öfter als gewollt. So, was kommt da noch? Ja, nur die Positiven, rein nur positiv. Ja, was hat der denn schon wieder? Und noch eine Erfolgsmeldung und irgendein Traumleben und hier der Traumwagen. Und die ganze Zeit sind wir dann aber in dem Ist und wir suchen immer da, wo wir hinwollen und schwupps, sind wir wieder unglücklich. Aber dieser Gefühlszustand, der bringt uns jetzt ja nicht in eine Schöpferkraft. Also damit meine ich ja, dass du handelst jetzt. In der Regel nicht. Also Social Media musst du auch bewusst nutzen, weil das füttert die ganze Zeit nur deine Gedanken. Und überall, hey, auf Social Media wird immer nur die heile Welt dir, ja, gezeigt, ja.
aber nicht, wie es wirklich ist. Also ich bin der festen Überzeugung, 90% auf Social Media sind immer Erfolg, ja. Was ist denn da? Bauchmuskeln, dicke Brüste, ich bin mal brutal ehrlich. Rolex-Bilder, irgendwelche anderen tollen Dinge, ja, Lamborghini. Aber im wahren Leben ist es genau andersrum. Ja, 90% Arbeit und 10% Erfolg. So, aber wenn wir uns die ganze Zeit immer überall mit messen und vergleichen, was absolut naiv ist, sind wir unglücklich. Ja, wir füttern unsere Gedanken damit oft Unfug, was uns jetzt gar nicht da auf unserem Weg zum Ziel voranbringt. Ja, wie viele, mal Hand aufs Herz, wie viele, ja, scrollen denn abends mal wirklich, manchmal auch eine Stunde durch. TikTok, auch noch schlimmer, ja. Da kommst du gar nicht mehr weg. Ja, bei TikTok hast du immer einen Dopaminausstoß, alle 15 Sekunden, weil der Algorithmus ist ja genau auf dich zugeschnitten, dass er ganz genau weiß, ja, was soll Christoph Schröder heute Abend gucken? Das wissen die schon. Und du kriegst... Weißt du, was ich am Freitagabend gemacht habe? Erzähl. Ich habe mir auf dem iPhone das App... Das Mikro? Ja, Freitagabend habe ich den Tipp bekommen, es gibt die Möglichkeit beim iPhone das einzustellen, wie lange du dein WhatsApp, Instagram, etc. nutzen möchtest. Du hast dann eine Hemmschwelle, kannst jetzt einstellen 15 Minuten und wenn du die 15 Minuten überschritten hast, dann loggt es sich automatisch ein. Gut, und dann kannst du nochmal sagen, wird es nochmal eine Minute, nochmal 15 oder soll das Limit heute weggehen? Aber da ertappst du dich, wie viel Scheißzeit du da auf diesen Scheißkanälen verbrennst. Ob es morgens schon ist, ob es abends ist, ob es tagsüber ist. Ich habe es jetzt eingestellt und ich war überrascht, wie schnell morgens. Das voll ist, ne? Richtig. Und dann gab es eine Kindersicherung. Ja, gab es die Kindersicherung. Und da hast du aber da oben im Kopf, denkst du aber drüber nach. Ja. Ist es noch wertvoll, meine Zeit da noch weiter drin zu opfern? Oder konzentrierst du dich jetzt auf andere Sachen? Richtig. Und wie viel gedankenlosen Kram ziehen wir uns jeden Tag da rein? Ja, einfach nur Entertainment. Zack. Also, meine Frage ja, wer beeinflusst dich? Welche Überzeugungen hast du? Welche Interpretation hast du auf diese Ereignisse? Positiv, negativ? Wer füttert da ganze Zeit deine Gedanken? Und weil wir oft Angst dann haben irgendwo vor den Meinungen der anderen, das ist jetzt ja der nächste Punkt. Weil wenn wir uns vergleichen, denken wir, wir können es vielleicht nicht, sind unglücklich, trauen uns nicht, wir machen uns ja vielleicht lächerlich. So, in dem Moment, wo wir genau so handeln, machen wir dann irgendwo wieder die neue Idee. Würdest du dann genau das so aussprechen, wie der Mike das gerade ausgesprochen hat? Ja, Nummer 1 wären die besten, die schönsten, hast du so gehört. Die schönsten Heizungen in Hamburg, Norddeutschlands. Ja, also oft trauen wir uns ja diese Dinge dann gar nicht mehr auszusprechen, weil wir ja Angst haben, dass wir irgendwo einen schlechten Kommentar bekommen, dass wir irgendwo ausgelacht werden, dass wir irgendwo uns peinlich machen, lächerlich machen. Ja, wir haben oft Angst davor, irgendetwas zu starten, etwas verrückt gegen den Strom zu machen, ja, weil wir Angst haben, dass uns dann einer auslacht, dass wir dann irgendwo zur Schau gestellt werden. Ja? Es ist ja mutig, sich wirklich nach außen zu stellen, ein Video von sich zu machen und zu sagen, wir suchen, wir wollen, wir werden. Da macht ja nicht jeder. Also nochmal, ich habe das beim letzten CEO, der schon gesagt, das ist hier wirklich in meinen Augen eine Elite, weil der deutsche Mittelstand, der schläft. Die meisten Geschäftsführer, die machen das nicht. Ja? Die sind wirklich noch im Jahr 1990 teilweise einige. So, und deswegen ist man dann ja irgendwo auf dem Mittelpunkt und deswegen bekommt man mehr Aufmerksamkeit und deswegen traut man sich vielleicht diese Dinge nicht, weil es könnte ja Gefahr, lächerlich, oder? Ja. Evolutionsbedingt macht das auch Sinn, dass wir so funktionieren, weil wenn du früher, also erstmal, wenn du früher aus dem Dorf ausgeschieden worden bist und warst jetzt alleine eine Steppe, so, dann war es lebensbedrohlich. Evolutionsbedingt macht das alles Sinn. Aber heute doch nicht. Schreibt euch mal 4 Buchstaben auf. Ganz groß. Ein Riesenzettel. Querformat. Querformat, richtig. Sieht dann wieder so aus. Ja? 4 Buchstaben. L-M-A-A. Ganz groß. Am besten mit einem Edding. Was heißt das? L-M-A-A. Leck mich am Arsch. Ja, aber natürlich, es ist doch sowas von egal, was die anderen von uns denken oder nicht. Kein Fishing for Compliments. Du musst viele Dinge ausprobieren. Du musst gegen den Strom springen. Und schau ja, wenn du das ganze Zeit auf die Medien hörst, dann wirst du niemals gegen den Strom schwimmen, oder? Wenn du dich die ganze Zeit beeinflussen lässt, dann wirst du niemals gegen den Strom schwimmen. Deswegen ist es wichtig,
Einfach zu sagen, na und, was macht das schon? Na und, was macht das schon? Ja, was Christoph von mir denkt, geht mich doch gar nichts an. Geht mich nichts an. Ob ich heute jetzt einen richtig guten Vortrag mache oder nicht, was macht das schon in ein paar Jahren? Rein gar nichts. Und deswegen einfach locker sein. Eine Frage? Mikro? Du hast jetzt gerade gesagt, was Christoph über dich denkt, geht dich nichts an. Das war einer der ersten Sätze von dir, die ich mir gemerkt habe und eingeprägt habe. Was geht mich die Meinung anderer Menschen über mich an? Ja. Das war für mich ein ganz großer Schritt im Mindset, meine Denke umzustellen. Also das war wirklich in einem der ersten Videocalls für mich so ein Punkt. Was geht mich die Meinung anderer Menschen über mich an? Das ist wirklich zum Credo geworden. Ja, wir machen ja oft die Dinge, ja, um andere zu beeindrucken. Dann haben wir Geld und kaufen uns Dinge, nochmal um andere zu beeindrucken. Oft noch für die Menschen, die wir gar nicht mögen. Das macht ja keinen Sinn. Ja, schau mal auf deine Handlungen. Warum machst du das wirklich? Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, bist du fremdbestimmt? Wie sieht dein Tagesgeschäft gerade aus? Warum machst du die Dinge, die du ja wirklich gerade da machst? Also, du musst viel ausprobieren und es darf dich nicht triggern, es darf dich nicht interessieren. Weil wenn du jetzt mit dieser Einstellung da rausgehst, genau mit dieser Leck mich am Arsch Einstellung und du sagst, wir sind, wir wollen, wir werden und wir machen die schönsten, die besten Heizungen in Hamburg, wirst du Freunde bekommen? Nicht nur. Niemals. Ich werde jeden Tag irgendwo von irgendwen immer ein bisschen bekämpft. Das ist normal, weil wenn du mit einem ICE mit 350 km/h durch deine Branche rauscht, ja, dann wirbelt das Dreck auf. Darf mich das interessieren? Nein. So, und genauso darf euch das ja auch nicht interessieren. Deswegen ist es wichtig, Klarheit. Ja, wo will ich hin? Warum will ich das erreichen? Und dann mit der Einstellung auch, ist doch egal, was andere denken. Leck mich am Arsch. Denn wenn du deine Gedanken lenken kannst, dann kannst du auch dein Unternehmen lenken. Vorher nicht. Erst wenn du deine Gedanken lenken kannst, kannst du auch dein Unternehmen lenken. Deswegen ist die Arbeit an sich ja so wichtig.